Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Bethesda wohl vor Fallout 3 Remastered Stealth Release, Ubisoft schließt Studio kurz nach Gewerkschaftsanschluss, kommende Woche erscheint Craftlings, Nova Roma verschiebt Release kurzfristig in den März, Entwicklungsupdate für The First Explorers und Manor-Lords gewährt einen Blick in die Zukunft. Dieses Video wird euch von Xmod präsentiert. Mit Xmod könnt ihr im Grunde Spiele manipulieren und so, wenn ihr Bock drauf habt, auf eine Vielzahl von Cheats und Manipulationen zurückgreifen, um so eure Singleplayer-Erfahrung zu bereichern. So könnt ihr zum Beispiel in Pioneers of Pagonia Lega voll machen, in Anno 117 direkt alle Forschungen freischalten oder in Manor-Lords auf Wunsch ohne Ressourcen bauen. Alles, was ihr dafür braucht, ist der Xmod Launcher, dessen Link ihr oben im i, in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar findet. Mit meinem Code BK65 könnt ihr Xmod eine Woche kostenlos testen und erhaltet danach bei Gefallen 35% Rabatt für eine längere laufende Lizenz, die ihr jederzeit wieder kündigen könnt. Einfach mal ausprobieren. Aktuell läuft auf Prime Video die zweite Staffel von Fallout, die in die bisherigen Folgen erneut komplett abliefert und die Videospielereihe wunderbar in Serienform wiedergibt. Gleichzeitig wächst hierdurch aber auch erneut der Druck auf Bethesda, den Hype mitzunehmen und daraus in irgendeiner Form Kapital zu schlagen, was man schon während der Ausstrahlung der ersten Staffel versäumte. Laut Insidern arbeitet man daher aktuell unter Hochdruck an einem Re-Release von Fallout 3 und Fallout New Vegas. Speziell letzteres wird aktuell in der Serie behandelt und würde also wunderbar passen. Analog zum letztjährigen Remaster von Oblivion, welches nach einem ominösen Countdown Stealth released wurde, geht man jetzt davon aus, dass genau so mit Fallout 3 verfahren werden könnte. Denn wie damals ist jetzt auf der offiziellen Fallout-Seite erneut ein Countdown ohne Kontext erschienen, der mit dem Serienfinale endet. Dass eine Remastered-Version zumindest von Fallout 3 in Arbeit ist bereits seit Jahren Thema bzw. ein offenes Geheimnis und sollte daher tatsächlich als absolut realistisch eingestuft werden. Apropos Fallout-Hype, meine beiden Videos zur Fallout-Geschichte aus dem vergangenen Jahr haben viel zu wenig Klicks, also falls ihr noch ein paar Minuten frei habt. Hier habe ich euch nämlich das ganze Thema aus der Sicht der Videospiele aufgearbeitet. Na also geht doch. Da ist die kleine Killerin. A once proud land now cowers in the Templar's shadow. Wir hatten gefühlt schon lange kein Video mehr von Ubisoft und seinen ganzen Skandalen. Okay, dass der Laden über Weihnachten komplett hackt wurde, habe ich einfach mal aus Zeitgründen ausgelassen. Neuester Eintrag zum Thema Katastrophen-PR ist aber nicht der Hack und dem angeblichen Klau aller Source-Codes seit der 90er Jahre, was dann auch Siedler 3 und 4 beinhalten würde. Nein, sondern die kurzfristige Schließung der Halifax Studios aus Kanada. Das Team, welches zuletzt Assassin's Creed Rebellion für Smartphone-Geräte veröffentlichte, beschäftigte bis zum Ende in etwa 70 Mitarbeiter, die jetzt alle arbeitslos geworden sind. Schlimm genug, aber der eigentliche Skandal ist, dass dieser Schritt aus dem Nichts erfolgte und das Ganze gerade mal 16 Tage, nachdem sich fast alle Mitarbeiter der kanadischen Gewerkschaft für Spiele und Multimedia angeschlossen haben. Dass es da einen Zusammenhang gibt, bestreitet Ubisoft natürlich. Ubisoft Halifax wurde 2010 als Longtail Studios Halifax gegründet und 2015 von Ubisoft übernommen. Deren letztes Projekt wird Rainbow Six Mobile sein, welches nächsten Monat starten soll und dann von anderen Teams weiter betreut wird.
Nach zu viel Ubisoft weiter zu etwas deutlich erfreulicherem. Denn nächste Woche erscheint das ursprünglich mal als Die Settlings gestartete und damit klar als Siedler in 2D vermarktete Indie-Projekt in Form von Craftlings endlich auf Steam. Ich habe meinen Review-Key schon da, konnte aber aus Zeitmangel noch nicht reintesten. Mein Ziel ist es aber trotzdem, euch kommende Woche zumindest ein kleines Video dazu anzubieten, denn solche tollen Solo-Projekte gehören natürlich unterstützt. Craftlings ist eine Hommage an Titel wie Lemmings, Die Siedler und Klonk aus den 90er Jahren und besetzt damit einen Genrebereich, welcher in den letzten Jahren gar nicht mehr bedient wurde und von daher durchaus eine Lücke füllt. Craftlings steht auf 140.000 Wishlists, wird in 14 Sprachen übersetzt sein und zum Start, also am 15. Januar ab 18 Uhr, in etwa 15 € kosten. Wie gesagt, hoffentlich dann nächste Woche mehr von mir dazu. Ich hatte es ja schon angesprochen, dass die Release-Politik von Nova Roma so nah an Anno 917 Pax Romana mit dem exakt gleichen Setting eine Selbstmordmission werden könnte. Zu dem Schluss scheinen jetzt auch die 3 Devs bzw. deren Publisher Hooded Horse gekommen zu sein, weswegen man den Titel kurzerhand auf den 26. März 2026 nach hinten verlegt hat. Offiziell ist der Grund dafür euer Feedback zur Demo-Version, welches jetzt weitere Optimierungen erfordert. So sollen unter anderem die erst kürzlich ergänzten Katastrophen wie Starkregen, Dürren oder Überschwemmungen weiter verfeinert werden. Neuer Monat und damit wie bereits seit längerer Zeit üblich ein kurzes Entwicklungsupdate zu den letzten 4 Wochen aus The First Explorers. Im Dezember hat sich Ein-Mann-Dev Buchwald auf Kollisionen und die Wegfindung konzentriert. So stehen eure Träger jetzt nicht mehr im Weg rum, sondern gehen bei Bedarf freiwillig zur Seite, um einen Stau zu vermeiden. Das Ganze gilt auch für Baustellen, die jetzt Träger sanft zur Gebäudegrenze schieben, falls erforderlich. Ansonsten ist noch die Hafenlogik erwähnenswert, die jetzt für eine reibungslosere Schiffankunft sorgt und das Bugfixing wie flackernder Meeresschaum. Ihr seht also, beziehungsweise wir sehen nichts, es geht aber trotzdem stetig gut voran. Ich habe extra nochmal nachgefragt, aber leider wird es bis auf weiteres bei diesen Mini-Infos bleiben. Neues Footage für eine Explorer News Folge mit Themenschwerpunkt kann ich euch da aktuell leider nicht anbieten. Last but not least hat Manor Lords zum Jahresende einen bemerkenswerten Turnaround hingelegt, nachdem es nach teils deutlicher Kritik mit dem letzten Update wieder einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Nachdem KI-Siedlungen und Burgen nun ins Spiel implementiert wurden, hat uns Slavic Magic nun einen Ausblick auf die weitere Entwicklung in 2026 gewährt, um zukünftig transparenter mit der Community zu agieren. Neben vielen grafischen Verbesserungen soll vor allem der Handel jetzt mehr in den Fokus rücken. Als Spieler sollt ihr euch entsprechend dann mehr als Teil einer großen Welt als wie bisher einer isolierten Siedlung fühlen dürfen. Daher sollen Handelsrouten ausgebaut werden und zukünftig an feste Orte an der Landkarte geknüpft sein. Jede Stadt im Umland fungiert dann als eigenständiger Wirtschaftsknotenpunkt mit anderen Bedürfnissen. Darüber hinaus versorgen eure Dorfbewohner nur noch den von euch gebauten Handelsposten, während alles andere von Händlern erledigt wird. Damit endet es aber nicht, denn andere Lords können eure Händler abwerben bzw. dann übernehmen, was wiederum die Kosten für Neueinstellungen hochtreibt und euch andersrum so in die Lage versetzen kann, Monopole auf bestimmte Waren aufzubauen. Wenn ihr zum Beispiel alle Händler auf den Routen für Eisenbarren kontrolliert, hat euer Rivale keinen Zugriff mehr auf diesen Rohstoff. Er muss dann entweder horrende Preise zahlen, in eine eisenreiche Region expandieren oder sich auf diplomatische Deals mit euch einlassen,
Der Handel wird somit zu einem mächtigen Werkzeug, um Gegner ohne einen einzigen Schwertstreich in die Knie zu zwingen. Außerdem soll vor allem die Langzeitmotivation steigen, wodurch man jetzt vermehrt den Fokus Richtung Dorfentwicklung Stufe 3 legen wird, damit ihr auch hinten raus noch was Neues zum Bauen vorfindet. In diesem Sinne, wie immer euch noch ein schönes Restwochenende. Die Newsflut nimmt langsam wieder zu, weswegen ich euch jetzt hoffentlich wieder mehr Content anbieten kann. Nächste Woche dann, wie gesagt, hoffentlich auch mehr zu Craftlings und ja, Happy Gaming.